alles da drüben. Da. Hör auf! You only make you feel like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need. Follow me to make. Das ist Cleo und ich bin Rob. Wir sind Tätowierer aus Köln und haben unser altes Leben hinter uns gelassen. Gemeinsam mit unseren Katzen starten wir eine Weltreise unter Segeln. Echt, chaotisch, voller Herz. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ray und Jeff begleiten uns ein Stück. Was für ein schöner Start. Hätte wohl niemand gedacht, aber Off we go! was sagst du, Dad? Was soll ich sagen? Haben wir gut gemacht? Mal ankommen, ne? Ja gut, aber bisher ist ganz gut gelaufen. Somewhere, yeah. Und dann kam sie zum ersten Mal zu uns, direkt ans Boot. So oft man Delfine schon gesehen hat. Wenn sie dich begleiten, berührt das was in dir. Ein Baby. Ein kleiner Tümmler. Nicht! Hör auf! Kleine Delfine erregen Gefühle hier. Lost in the city lights. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. Guten Abend! Kleines Update. Ich habe gerade meine Schichtpause. Wir wechseln uns ab. Jeder 3 Stunden. Ich habe jetzt noch 4 Stunden übrig. Werde gleich ein bisschen schlafen. Kleen ist auch hier. Der ist ganz schön schlecht. Jetzt eben auch schon übergeben. Plan ist, dass wir heute die ganze Nacht durchfahren. Und morgen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und dann werden wir wohl die Küste von England sehen. Wir müssen noch ein bisschen beimotoren jetzt, weil wir zu wenig Wind haben, aber die Wellen sind übel. Das heißt übel, es geht. Aber sie sind schon kabbelig. Das Wetter kippte und unser Diesel war fast leer. Mit dem Bewuchs unterm Schiff ging dann fast nichts mehr. Wir mussten die Route ändern, unser eigentliches Ziel erstmal verschoben. Aber sie segelt. Da mussten wir unsere Reise
gestern leider abbrechen. Oh. Mir ging es gestern so schlecht. Also nicht nur, dass ich seekrank war, aber es erschwerend hinzukam und weswegen es mir auch gar nicht mehr besser gehen konnte, war, dass ich einfach einen richtigen Sonnenstich habe. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ey, ich habe mich sofort so verbrannt. Das war mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Lehre für immer. Ich bin ja als eigentlicher Redhead so empfindlich, ne? Hätte ich auch mal vorher drüber nachdenken können. Mein Gott. Oh, ich habe so viel gebrochen. Herrlich. Was willst du machen, ne? Ja, auf jeden Fall hatten wir nicht genug Diesel an Bord, um bis nach England zu motoren. Eigentlich sollte uns unterwegs ein guter Wind packen, der kam aber nicht. Ja, und dann sind wir noch die ganze Zeit gegen die Welle angefahren. Wir sind so mit jämmerlichen 2 Knoten vor uns hingeschippert. Und dann mussten wir auf der Hälfte des Weges nach England, mussten wir sagen, oder ne, nicht mal die Hälfte, ein Viertel oder so, dass wir das nicht schaffen werden. Und dann sind wir umgedreht. Dann sind wir jetzt hier in, habe ich vergessen, Kinsdale, glaube ich. Und ja, das war so die nächste Marina, die wir hier kriegen konnten. Ich meine, trotzdem ein großes Stück, ne? Aber wenn man dann einmal umkehrt und dann wieder hier die ganze Küste runterschippern muss, es war heftig, Das Boot sieht aus, ne? Wir hatten teilweise so eine Kränkung, ey, hier ist alles rumgebrettert einfach nur. Wirklich, also wo wir längst dachten, das wäre fest. Nein, war es nicht. Ja, achso, wir konnten auch übrigens gar nicht mehr filmen. Deswegen gibt es keine schönen Aufnahmen von unserer Quälerei. Ich hatte auch gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Mir ging es so elend teilweise. Also das war auf jeden Fall so die abartigste Jungfernfahrt, die man haben kann wahrscheinlich. Ja, was soll man machen? It is wie it is. Wir hören trotzdem nicht auf zu grinsen. Gestern schon. Gestern hättet ihr mich so nicht gesehen, aber... aber jetzt haben wir schon einen neuen Plan geschmiedet, also alles gut. Was auch besonders geil war, dass wir unseren Generator hier nicht gesichert hatten. Und auch eigentlich echt gut stand die ganze Zeit, ne? Aber einmal haben wir das Boot so in die Wellen gehauen hier, dass der schöne Apparat da umgefallen ist. Und dann sprang der natürlich einfach nicht mehr an. Also die ganze Zeit kein Autopilot. Die ganze Zeit manuell Kurs halten. Ohne an diesen Schlafrhythmus gewöhnt zu sein, ohne alles. Einfach nur hier sitzen, völlig übermüdet, völlig zerscheppert von Übelkeit, von allem. Boah, nee. Also, nächstes Mal kommen wir noch um einiges besser vorbereitet. Ich habe gesagt, das wird der Kanal der Fails hier. So fühlt sich das heute auf jeden Fall an. Ey, beginnst du so eine Mission und dann musst du dir in der Hälfte abbrechen. Aber wenn Wind und Welle schon nicht mitspielen, das wäre auch mit ausreichend Diesel eine ewig lange, zehrende Fahrt gewesen. Ob man das dann so will. Naja, aber nichts geschieht ohne Grund. Alles hat auch irgendwo sein Gutes. Ich werde es noch finden. Ich werde das Gute auf jeden Fall noch finden. Und dann sehen wir weiter. Da lagen wir, ganz entspannt an der Mauer, bis der freundlichste Hafenmeister Irlands uns höflich gebeten hat, sofort zu verschwinden. Kennen Sie das? Ihr Skipper ist abgereist und hat sie alleine gelassen mit ihrem Boot an einem Platz, wo sie nicht bleiben dürfen. Und nun müssen sie einen neuen Platz finden. Ja, willkommen in unserem Leben. Wir fahren jetzt zu einem Boatyard und gucken mal, ob die ein Plätzchen haben für uns. Ja, mal gucken. Nicht wahr? Weil die uns hier rausgeschmissen haben. Mehr oder weniger. Die haben uns nicht rausgeschmissen, die waren einfach nur so scheiße unfreundlich, dass wir nicht hier bleiben wollen. Also es ist ja ein indirekter Rausschmiss, ne? Ja, das Boot sieht nicht so gut aus, okay, verstehe ich. Nicht gut genug für den Yachtclub. Ja. Ja, was soll man sagen? Wir haben gerade
ohne die passende Erfahrung. Ganz perfekt an dieser Mooring hier angelegt. Und jetzt werden wir auch wieder ablegen. Da hinten, da wohnt der Hafenmeister. Ne, der wohnt da nicht, aber der hat uns gar nicht wirklich willkommen geheißen. War ein richtig unfreundliches Schwein. Ja, so Leute liebe ich ja, ne? Wenn du hier ankommst, ne, bist hier so halb gestrandet und direkt kommen sie mit Unfreundlichkeit entgegen. Die Leute mag ich ja am liebsten. Ja, aber was soll's. Jetzt haben wir hier ein Ründchen gedreht. Wollten gucken, dass wir in ein Boatyard kommen. Dachten wir uns, komm, wir fahren einfach mal hin, bevor die telefonisch erreichbar sind. War nicht so weit, war nur ein paar hundert Meter. Und haben wir unser Ründchen gedreht. Dann habe ich angerufen, nö, wir sind leider voll für den Winter. War natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir hätten uns gewünscht, das Schiffchen jetzt doch noch mal schnell aus dem Wasser nehmen zu können. Aber soll nicht sein, egal. Jetzt haben wir aber hier drüben direkt, da ist der Hafen und da ist die Castle Park Marina. Haben wir ein Plätzchen bekommen, wo wir überwintern dürfen. Ja. Ja. Da ist Platz. Ist aber eng. Wie sollen wir das denn machen? Kennen Sie das? Einfach mit dem dicken Kahn. Wir haben ein Plätzchen gefunden übrigens. Einfach mit dem dicken Kahn hier in der kleinen Parklücke einparken. Guck mal, schöner Rost, oder? 1A. Warte, das möchte ich mal von draußen zeigen, du. Das war ganz schön tricky, wenn man das... Ich habe zwar schon mal ein Boot angelegt, aber da waren nicht so viele andere teure Boote im Weg. Ja, das ist auf jeden Fall in der Lücke drin, ne? Ich weiß noch nicht, ob das hier so okay sein wird mit unserem langen Bugspriet. Aber das sieht doch ganz gut aus, ne? Bis auf, dass die Cleo sich fast das Bein gebrochen hat dabei. Beim Abdrücken. Immer ein bisschen lüftet sind. Kam vielleicht ein kleiner Windstoß. Naja. Deswegen, Kinder, repariert zuallererst euer Bugstrahlruder. Am nächsten Morgen sind wir erstmal mit einem Flixbus quer durch Irland gefahren, um das Auto zu holen. Das musste natürlich jetzt noch passieren. So, die Wagen sind gepackt zum zweiten Mal. Und jetzt lassen wir das Baby für den Winter hier. Alles schön verteut. Ja. Und dann kommen wir im April oder Mai kommen wir wieder, ne? Willst du mal winken? Somi? Zoe? Was sagst du dazu? Na, die ist wieder wild, ne? Ja, einfach wieder wild sein. Kein Problem. Tschüss. 8:30 und wir sind auf dem Weg nach Schmerztablette zu nehmen. ja auch und nach Rosslare unsere Fähre zu bekommen. Haben die Karre jetzt vollgepackt mit den Segeln und mit allem. Und allerhand Scheiße. Ja. Und das nehmen wir jetzt alles mit und dann geht es im Frühjahr weiter. Ich muss das Kätzchen jetzt erstmal aus ihrem
Ding da befreien. Die ist noch drin, ja. Sehr gut. Hat sich nicht befreit wie sonst. Ja, sie hat schon ein Loch da reingebohrt. Na gut, jetzt müssen wir noch den Hänger ankoppeln. Ja, Moment, hier. Okay, sehr gut. Wir haben alles perfekt. Wir schaffen es in Tagen. Ich bin krank.